So, meine allerliebsten Freunde, sind wir schon online? Läuft das Ganze hier überhaupt? Ja, so, vielen Dank. Herzlich willkommen zurück. Lalalala. Ihr wisst, hier heißer Stuhl und so. Rot, Feuer, Orange brennt. Ich muss mich beeilen. So viele haben sich gewünscht. Folgendes. Eine Reaktion von mir auf die gute Selena Gomez. Und zwar hier mit dem Song Lose You to Love Me. Ich habe die Nummer schon gehört, weil ich die in meine Weekly Top 20 Playlist da reingepackt habe. Oder habe ich sie nicht reingepackt? Ich erinnere mich gerade nicht mehr. Checkt das bitte mal ab. Das ist unten in der Beschreibung drin. Spotify-Liste draufklicken. Da könnt ihr der ganz einfach folgen. Und bekommt immer Hand auserlesen jeden Freitag. So im Laufe des Freitags, wenn ich dann immer dazu komme, suche ich da 20 Songs aus, die ich top finde für die Woche. Sind meistens immer ganz neue Releases. Ja, und so ein bisschen querbeet, ne? Ja. Da hatte ich die Nummer auf jeden Fall gehört und da war aber noch eine andere von ihr, deswegen bin ich mir gerade nicht sicher. Aber ja, sehr schöne Nummer, aber ich habe sie nicht analysiert, ich habe sie wirklich einfach nur gehört, also konsumiert. Deswegen bin ich mal gespannt, das Ganze hier zusammen mit euch mal anzuhören. Was ist das denn für ein Zeichen hier? Ja. Ne, das ist ja so ein bisschen Ballade hier, Klavier. You promised the world and I fell for it. Klar. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus. Das finde ich auch immer ganz schrecklich, wenn Leute das machen. So, also wir hören ja wirklich nur Klavier und ihre Stimme drauf. Da kommt aber hier wirklich noch so ein Pad hinzu. Das ist so ein Instrument, ein flächiges Instrument, das so ein bisschen den Grundton des Ganzen hier mitspielt. Und zwar recht hoch. Man muss aber ganz genau hinhören. Ich kann nicht ganz so laut machen. Ich bin ein bisschen erkältet. Tut der Schädel eh schon weh. Na, hört ihr das? Ja. Wenn nicht, dann kauft euch die richtigen Kopfhörer, dann liegt es nämlich sonst nur an den Kopfhörern, bin ich mir ganz sicher. So, unten sind die verlinkt, die ich benutze. Das sind Studioreferenzkopfhörer des Vertrauens aller Menschen, die gute Musik machen. Wirklich. Ja, das hört man doch. Ja, hier kommt ja noch ein Instrument hinzu, irgendwie. Es klingt auch so, als ob man da so einen synthetischen Chor reingesetzt hätte, der da ein bisschen im Hintergrund, also super, super minimal, alles im Mix nach hinten gesetzt, dass wirklich ganz vorne nur die Selena ist und das Klavier vor allen Dingen zu hören ist, also jetzt hier im Verse, und der Rest alles so ein bisschen sehr, sehr weit im Hintergrund, aber es ist da. Und das macht den Unterschied. Das unterstützt das Ganze, vor allen Dingen ihre Stimme, auf so vielen Ebenen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Ja, doch, der war ein Chor. Und hier hatte ich auch immer so ein Pfeifen rausgehört. Wie so ein Quietschen. So. Ja, da pfeift irgendwas ganz, ganz kurz, wie ein, als ob da irgendwo Luft rauspfeifen würde, so zwischen den Zähnen zischenmäßig. Das werdet ihr sicherlich wirklich nur mit guten Kopfhörern hören. Bin ich mir fast. Ist es gar nicht so hoch in der Frequenz, aber ich hatte ja zum Beispiel mal die Lidl-Kopfhörer getestet, die 8-Euro-Kopfhörer, da gibt es auch ein Video zu. Die waren in den Höhen fast gar nicht präsent. Ich glaube, da gefühlt hat es irgendwie schon ab, keine Ahnung, 5000 Hertz aufwärts kam nichts mehr. Ich weiß nicht, ob man da sowas hört, aber, ne? Vielleicht auch vom Einatmen, dass die Lunge irgendwie so ein Geräusch macht, da irgendwie so pfeift. Könnte auch sein. Oh, ja, jetzt hier runtergepitcht ihre Stimme auf It Wasn't Yours. Ja, auch sehr, sehr subtil, aber das dickt ihre Stimme eigentlich wirklich ein gutes Stück nochmal auf. Ist wirklich ihre wahrscheinlich genau dieselbe Vocalspur oder vielleicht nochmal gedoppelt, aber dann eben synthetisch oder digital eben eine Oktave runtergesetzt, dass sie genau denselben Ton, nur eben 12 Töne tiefer, was dann eben eine Oktave ist, wenn man nur in der Skala der Tonart runterzählt, sind es dann 8 Töne, aber wenn man alle Tasten durchzählt, sind es 12. Deswegen nennt man es Oktave.
weil der eine oder andere dann immer sagt, ja, aber du sagst Oktave, aber du zählst 12 Tasten. Ja, weil es einfacher ist, 12 Tasten runterzuzählen, sonst musst du nämlich die Tonart kennen und dann in der Tonart, beziehungsweise in der Skala dann dieser Tonart diese 8 Töne runterzählen, beziehungsweise 7, weil du fängst ja bei dem ersten schon an. Naja. When it wasn't yours, yeah, we'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me, yeah, to love, yeah. Ja, also hier kommen tatsächlich schon wie so Streicher hinzu. Find me. This dancer was killing me softly. Und der Bass ist ja richtig, da ist ja richtig was los. Dann wummert schon fast die ganze Zeit mit so einem, so einer Art Vibration hat man da schon, ja, weil es so richtig so wummert. Ja, also unten wird es richtig dick und dann. Jetzt der Chor. Auch schön Stereo. Na, also das ist sehr, sehr wahrscheinlich, ist sie das selbst und ihre Stimme eben mehrere Male aufgenommen und dann im Stereofeld, also rechts und links dann quasi schön verteilt und das Ganze dann wie so ein Chor dann klingen lassen. Aber ich glaube wirklich, dass es die ganze Zeit nur ihre eigene Stimme ist. Aber klingt sehr gut tatsächlich. Und das bringt dann wirklich diese Hook-Refrain-Aufbau-Effekt. Sehr, sehr schön. Ja, auch wichtig, dass da eben dieser Riesenaufbau ist. Räumlich, dass alles viel, viel breiter und größer klingt und dann wie so ein Riser kommt. Aber so Reverse, der es wirklich so rauszieht. Ne, und dann zu dem nächsten Tag plötzlich aber dann noch mit einem Hardcut weg ist, damit wir diesen trockenen Kontrast danach haben, beziehungsweise der Kontrast kommt dann eben erst zustande, weil danach alles wieder trocken ist und dann wird mir wieder zurückgesogen in den nächsten Verse. Sind wir im nächsten Verse. Mit dem Bass. Oh, okay. Ne, also da haben wir jetzt nicht mehr die Keys, nicht mehr das Klavier, sondern das Streichinstrument, das hier dann eben, das wird gezupft, also wirklich mit den Fingern dann angespielt. Ja, auch sehr cool. Ja, jetzt kommen immer mehr Effekte mit den Stimmen im Double oder die Adlibs, die wirklich effektiert wurden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie diese Harmonie vielleicht wirklich gesungen hat. Es klingt aber sehr, sehr synthetisch. Es könnte tatsächlich sein, dass sie das dann auch wieder digital eben hochgepitcht haben, in der Tonhöhe verändert haben. Auch wichtig. Soundeffekt. Oh, sehr geil. Ja, also ich merke auch immer selber, was für einen Unterschied macht, wenn ich Songs einfach nur konsumiere und hier dann mit euch zusammen analysiere. Weil ich habe den Song schon gehört, ich glaube sogar 2-, 3-mal. Aber es ist wirklich ein Unterschied, wenn ich hier mich dann so voll konzentriert versuche, alles raus zu analysieren für euch. Also diese Soundeffekt hier auch sehr, sehr wichtig, weil der im Endeffekt auch die Überleitung zum nächsten Part hier in diesem Arrangement, in der Komposition macht. Ne, und dann haben wir ganz kurz, bevor die nächste 1 kommt, des nächsten Parts, haben wir auch ganz kurz das Klavier reversed, hören wir da ganz kurz. Ne, da haben wir wieder diesen Sogeffekt in den nächsten Part. Ganz wichtig. Und dann noch eben Pads, die das Ganze dann wieder räumlich schön auffüllen und auch in der Breite nochmal wirklich weitermachen. Und wir merken, es ist ein anderer Part. Jetzt sind wir doch ein bisschen mehr, wir schweben ein bisschen mehr, wir bekommen räumlich mehr ab. Also der Part vorher war ja recht trocken. Die erste Hälfte des Verses bis hierhin. Und dann
wird man so hingeleitet in den nächsten Part und merkt als normaler Zuhörer, als Verbraucher, jetzt kommt wieder ein bisschen mehr, da geht ein bisschen mehr los. Das sind alles Sachen, die man in der Produktion sehr, sehr bewusst macht und ja, eben den Zuhörer auch immer irgendwo hinleitet. Na, das Klavier sehr dramatisch jetzt im Hintergrund. Ja, also die einzelnen Klaviertöne, die wir jetzt hier hören, das klingt ja so, als ob man gefühlt in einem Universum das spielen würde. Also sehr, sehr dramatisch, sehr, sehr viel Raum, hat schon fast was Düsteres. Ja, also sehr cool. Ja, aber ihre Stimme trotzdem immer relativ trocken, weit vorn. Also man hat den Eindruck, dass es trocken ist. Da läuft aber sehr viel tatsächlich auch mit Reverb und Delay im Hintergrund ab, aber es ist so gut gemischt, dass einem das nicht so direkt auffällt. Es klingt doch, der größte Anteil ist so straight in your face mehr. Ne, hier sind sogar tatsächlich Doubles ihrer Stimme. Sorry, ich halte sehr, sehr oft hier an, aber dass die amerikanischen Produktionen, wenn das so Detailsachen sind, beziehungsweise sind so viele Details dann eben drin, gerade bei den amerikanischen Pop-Produktionen, um euch das überhaupt zu vermitteln, und das dann hier ist ja auch mal spontan und alles uncut und live und so, aber da seht ihr, wie viel da tatsächlich mal los ist in so vermeintlich einfacher Ballade von Selena Gomez, die jetzt auch nicht die größte Sängerin auf dem Planeten ist. Sie ist eine gute Sängerin, definitiv. Gerade irgendwie die ganzen Studioproduktionen bekommt sie immer sehr gut hin. Live ist eine bisschen andere Geschichte. Ich glaube, das weiß sie aber auch selber. Sie kommt ja mehr vom Schauspiel, aber trotzdem sieht man, dass so eine minimalistische Produktion wirklich einen riesen Aufwand, sehr viele kleine Details hat. Also wie gesagt, hier Doubles auch tatsächlich auf ihrer Stimme, also sie hat dann nochmal in derselben Tonlage hier, meine ich auch tatsächlich, das Ganze nochmal eingesungen, wahrscheinlich 2, 3, 4 Mal und das wurde dann im Stereofeld dann verteilt, weil sonst haben wir immer die Hauptstimme, die wir hören, immer Mono im Center mittig angelegt und dann eben die Doubles rechts und links verteilt. Ich weiß jetzt, ob ich es mit euch vertauscht habe. Wahrscheinlich ist das rechts bei euch und so links. Und die kann man dann auch entsprechend sehr weit nach rechts quasi oder sehr weit nach links oder irgendwo dazwischen eben auch platzieren. Hier ist es irgendwo dazwischen, aber auch sehr, sehr subtil. Es ist nicht so, dass es sehr auffällt, aber es setzt was drauf. Und das ist wirklich diese Mixing-Finesse, die hier, ja, zutage kommt. Sehr, sehr geil. Und langsam auf der Reverb. Auch sehr, sehr geil. Ich halte sehr oft an, ich weiß, sorry, aber es sind so viele Details. Auch im Reverb. Der Reverb läuft mit einer Automation, weil am Anfang, Reverb, also der Hall quasi auf Deutsch, der ist am Anfang auch recht subtil, sehr wenig noch, wird dann aber im Laufe dieses Satzes immer mehr. Ja, also das heißt, es wurde mit einer Automation gearbeitet, die den Raum ab der Stelle dann auch quasi dann wie so ein Swell oder so ein Riser in den nächsten Part benutzt und das Ganze aufmachen lässt. Das heißt, es wurde kein extra Sound benutzt, sondern der Effekt wurde dazu benutzt, der auf der Stimme ist oder ihre Stimme sozusagen dann dadurch, um diesen Übergang aufzubauen. Achtet mal genau, wie der Reverb am Anfang ist, also der Hall-Effekt, die Räumlichkeit ihrer Stimme, ab hier bis hin zum nächsten Part. Wobei es hier schon sehr stark ist. Moment. Ja, gut. Doubles, Hall. Ne, habt ihr es gemerkt? Das ist wirklich nur ein Satz. Gerade fast die letzten 2 Wörter. Love, I need you to love me. Und dann geht alles weg, sobald die nächste 1 wieder kommt. Also sehr, sehr viele Details hier auch mit den Automationen. Hate you to love me. So. Ne, und dann Doubles. Vor allen Dingen die Doubles haben wir jetzt mehr, also den Chor. Jetzt wieder mehr die Hauptstimme oder nur die Hauptstimme. Stereo. Und dann ja, also wieder hier das mit dem ja, was ich vorher schon beschrieben habe, dieser schöne Kontrast von sehr, sehr viel Raum, sehr, sehr viel Raum, sehr viel Raum, kleiner Swell und dann wieder sehr trocken, nichts, auch geil.
promised the world and I fell for it. Ja, das Klavier in den Höhen, die Höhen rausgeschnitten beim Klavier auf dem Equalizer. Jetzt hier wieder dieser höhere Flöten-Sound oder was ist? Oh, da kommt wieder Reverb rein. Ja, also wieder sehr, sehr viel mit Automation. Ihr habt gemerkt, da kommt wirklich dann langsam Reverb dann auch wieder rein. Super trocken alles, ihre Stimme hier. Und dann Chorus. Wie ein Geist. Alle Selinas im Raum, bitte singen. Oh, hier ist so ein richtiger Delay. Ne, singt hier weiter noch. Ah, krass, das war vorher, glaube ich, nicht drin, dass der Chor tatsächlich das Ganze dann nochmal wiederholt, während eigentlich die Pause ist. Also... Ja. Genau, tatsächlich. Oh, hier ein kleiner Adlib von ihr, wo sie ganz sanft hier reinhaucht. Selina mit ihrem Babydoll-Gesicht. Oder Kopf, muss man schon fast sagen. Ganz kurz nur noch eine Harmonie, die sie da drüber singt als Adlib. Sehr viel, sehr stark hört man da das Tuning raus. Also Pitch Correction. Ja, also da versuchen die Adlibs noch irgendwie zu diesem vollen Chor, der gefühlt auch immer voller wird von den Frequenzen, trotzdem noch durchzusetzen. Und das machen die gefühlt vor allen Dingen dadurch, dass sie auf dem Equalizer die höheren Frequenzen etwas höher reingezogen oder stärker reingezogen haben, damit sie es doch noch durchsetzt. Es ist dann schon sehr grenzwertig, muss ich sagen, dass es fast drüber ist von den Frequenzen, dass es schon fast klingeln könnte in den Ohren. Ist aber noch okay, finde ich. Aber da merkt man, dass es schon sehr, sehr dünn wird und man versteht es kaum noch, weil der Rest dann halt schon sehr, sehr voll ist. Ne? Die Stimme. Ja, schön das Piano. Ich hatte eigentlich für die Endkarten dieses Ding hier. Kleiner Tipp übrigens, wenn euch die Endkarten auf den Sack geht, dann gibt es hier so ein cooles Plugin für Chrome, beziehungsweise eine Erweiterung. Ich mache das auch nur mit dem Adblocker. Ja? Das mache ich nur hier für die Reaction-Videos, weil ich sonst hier doppelt hier überall Werbung drin laufen habe jedes Mal und mir das alles irgendwie versaut, beziehungsweise ich Werbung mache für Dinge, die ich gar nicht Werbung machen möchte unter Umständen. Ja, deswegen muss ich den jedes Mal hier extra aktivieren, wenn ich die Werbung, falls der ein oder andere sich jetzt mal gefragt hat. Hat zwar noch keiner, aber nur so am Rande. So, ja, also wirklich schöne Nummer von Selena Gomez. Hier so ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen so ein Adele-Vibe hat es drin. Wobei, wie gesagt, Selena jetzt nicht die Adele ist, also vom Gesang her. Sie ist gut, aber sie ist nicht die super Sängerin. Also sie redet wirklich von einer Superlative. Klar singt sie besser als manch anderer so und ne, also ist jetzt nicht böse gemeint. Was vielleicht auch ein interessanter Side-Fact ist, hatte ich irgendwo mitbekommen, dass das ganze Video ja wohl auf dem neuen iPhone 11 Pro mit der Filmic-App gedreht wurde, falls es den einen oder anderen Freak unter euch interessiert. Ich fand es nur witzig, dass sie damit auch extra Werbung gemacht haben, weil im Endeffekt ist dieses Video ja gar nicht aufwendig. Ist ja relativ einfach, immer nur mit dieser Kamerafahrt rein und raus und dann diesen ich sag mal interessanten Überblendungen, aber es funktioniert halt hier bei dem Song natürlich. Ich finde das Video jetzt nicht weiter spannend, sie sieht wunderhübsch aus, das muss man auf jeden Fall sagen und ja, das war ja hier wahrscheinlich dann eben von Apple Music, steht ja immer ganz fett oben drin. Ach, Spotify durfte auch noch mit rein. Aber wurde dann eben hier schön
auch von Apple Music unterstützt und gepusht, beziehungsweise von Apple. So, ich hoffe, ihr habt einiges gelernt. Ich bin mir sehr, sehr sicher, weil ich super, super viel erklärt habe. Falls ja, lasst mir dafür doch gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Und noch eine kleine Sache in eigener Angelegenheit. Ich war die Tage jetzt gerade erst bei hiphop.de im Interview. Der Jonas Lindemann hat mich eingeladen zu seinem neuen Format Macher und hat mich da ein bisschen ausgefragt über meine Lebensgeschichte, meinen Weg, wie ich dazu kam, überhaupt Musik zu machen. Und das hat wirklich einige Höhen und Tiefen gehabt und Wendungen und Schicksalsschläge und so weiter. Ja, ich bin mir sicher, es wird den einen oder anderen wirklich interessieren und ich hoffe vor allen Dingen inspirieren, seinen eigenen Zielen, Träumen und Visionen zu folgen. Und ich fände es wirklich schön, wenn ihr da mal vorbeischaut und euch das anguckt und vielleicht gefällt es euch, ja. Lasst gerne einen Kommentar da auch mal dann da. Ist wie gesagt bei hiphop.de. Unten ist direkt der Link in der Infobox. Und ja, wirklich, schreibt einen Kommentar. Daumen nach oben, ich gucke mir da auch alles an. Und ja, fast hätte ich vergessen, es ist Thumbnail Time. Die arme Celina muss jemanden verlieren, um ihn zu lieben. Eigentlich sollte man sich da nicht drüber lustig machen oder traurig machen, weil vielleicht kennt man das ja sogar. Ja, Leute, danke. Das war ein sehr langes Video. Dafür, ihr wolltet es unbedingt und jetzt habe ich es gemacht. Und das war klar, dass es sehr detailreich wird. Deswegen habe ich mich ein bisschen davor gescheut. Vielleicht lasst ihr mir aber dafür gerne unter dem Interview-Video einen netten Kommentar da. Danke. Tschüss.